Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales, zu einem sehr kalten Tag heute, Ende November. Ja, aber wir haben trotzdem einen Sportwagen für euch rausgesucht. Diesmal ja ein etwas anderes Modell, ein Gebrauchtwagen. Laura, was hast du für uns dabei? Ja, wir fangen heute einfach mal an mit einem Einstiegsmodell bei Porsche. Wir haben ja den Boxster und den Cayman, beide auf gleicher Basis, und wir hatten bisher noch keinen Cayman. Aus dem Grund haben wir heute mal einen 718 Cayman gewählt. Das Fahrzeug haben wir hier im Hintergrund, ist ein 718 Cayman mit 300 PS, ist ein super Einstiegsauto, macht richtig viel Laune, gerade mit dem Mittelmotor. Der ist auch heute einfach mal nicht bis unter das Dach ausgestattet, der ist wirklich mit der wichtigsten Ausstattung versehen, die wir brauchen, und da zeigen wir euch, dass es auch wirklich viel Spaß machen kann. Und da sind wir mal wieder. Odenwald ist immer fein. Und das hier ist auch ein kleines, feines Auto. Ein kleiner, feiner Porsche. Und auch in einer extremen Basisversion. Ach ja, immer wieder nett. Immer wieder nett. Kurz mal hier in der Ortschaft, natürlich ganz gediegen. Und mir fällt besonders hier bei diesem kleinen Cayman auf, auch wenn er nichts hat, bringt er doch Spaß und ist ein tolles Auto. Und auch wieder ein Alleskönner. Es passt viel rein, er ist bequem und trotzdem ist er wunderbar sportlich. Auch wenn er keinen Sportauspuff hat, kein Sportchrono hat, macht er das wunderbar. Sportmodus an, manuell. Und der fliegt hier den Berg hoch, das ist gar kein Problem. Heute ist natürlich sehr unschönes Wetter, mega kalt. Und die Straße ist natürlich auch nicht perfekt. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, aber Spaß bringt er hier trotzdem. Und der hier hat noch kein OPF. Der ist wirklich ein bisschen lauter, natürlich nicht extrem. Und der marschiert mit seinen 300 PS. Der marschiert einfach. Das habe mich auch schon wirklich mal immer interessiert, ob das wirklich so einen riesen Unterschied macht. Ich war damals den Boxster T gefahren, der war ja im Prinzip selbes Auto, aber Komplettausstattung mit allen Performance-Sachen. Und der hier hat natürlich im Prinzip kaum Ausstattung drin. Das zeige ich euch aber gleich im Detail, aber fährt sich unheimlich gut.
wirklich ein kleines, witziges Auto und hier haben wir ihn in der Farbe Tiefschwarz Metallic. Ihr kennt ihn schon von ein paar anderen Videos. Allgemeines Thema ist natürlich Ihr absolutes Basisfahrzeug. Das heißt, wir haben zum einen einmal die ganz normalen Standard Xenon Scheinwerfer. Die haben aber schon PDLS, das heißt, die lenken mit. Wir haben sonst aber nicht viel, kein Sportdesign-Paket zum Beispiel. Wir haben schöne Carrera S-Räder, die sind einfach eine Ecke größer als die normalen, ganz kleinen Standardräder. Das finde ich auch so ein Must-Have auf dem Cayman. Wir haben elektrisch anklappbare Seitenspiegel. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug abschließen, dann fahren die natürlich an. Ist auch ganz nice to have. Und sonst außen, ja, Cayman tatsächlich jetzt der erste Cayman erst auf dem Kanal. Das heißt, wir haben hinten natürlich eine große Heckklappe. Sonst, wie wir Cayman Boxster kennen, ein sehr schickes und schnittiges Auto. Hat mir schon immer gefallen. Gerade beim 718er. Das sieht wirklich gut aus. Der schöne Porsche-Schriftzug da und die zwei Heckleuchten mit diesem Leuchtband in den Heckleuchten. Hier das Fahrzeug hat schon Sportendrohre, die doppelten nicht, die große Ovale sieht einfach noch ein bisschen besser aus, ist aber keine Sportabgasanlage, das heißt, die macht nicht wirklich Krach, die ist sehr gediegen. Hinten die Heckklappe, die ist natürlich beim Cayman wesentlich größer als beim Boxster. Hat auch hier ein extra Stoffverdeck nochmal dran. Das heißt, wir haben wie beim Boxster hier diesen Kofferraum und dann aber nochmal hier oben drauf, wo man auch noch was hinlegen kann. In den Cayman passt tatsächlich sehr viel rein. Das, glaube ich, unterschätzen eine Menge Leute. Interieur ist auch wirklich Standard. Das heißt, wir haben die normalen Sitze hoch und die hoch, runter und vorwärts, rückwärts geht's manuell und die Rückenlehne lässt sich elektrisch einstellen. Ja, wir haben hier auch die ganz normalen Türen und dann das Aluminium in den Zierleisten und am Lenkrad. Das sieht schon ganz gut aus. Ist natürlich jetzt aber bei weitem nicht so eindrucksvoll wie ein komplett belederter 718er. Das ist nochmal eine andere Nummer. Wir haben das normale Lenkrad, nicht das GT Sport Lenkrad. Wir haben hier den Tacho, wie ich ihn auch am liebsten mag auf dem 718er. Schwarzes Blatt mit orangener Nadel. Finde es wirklich, sieht immer richtig gut aus. Und hier unten haben wir ein paar Einstellmöglichkeiten. Das heißt, wir haben Sportmodus, den hat man in jedem Cayman, egal ob oder ohne Sportchrono. Dadurch, dass wir aber keinen Sportchrono haben, haben wir hier natürlich keine Uhr. Und hier haben wir auch keinen Drive Mode Selector und hier haben wir deswegen auch keinen Sport Plus Modus. Wir können den Spoiler natürlich manuell hoch runterfahren, Start, Stopp ausschalten, Traktionskontrolle ausschalten und dann haben wir natürlich noch abschließend die 2-Zonen Klimaautomatik. Das ist wirklich nice to have. Wer sich daran erinnert, bei dem roten Boxster GTS, der hatte die zum Beispiel nicht. Der hier als absolute Basisversion ist nicht auf Performance ausgelegt, sondern wirklich auf Komfort. Und eine Sache, die er auch hat, die ich zum Beispiel beim 981 Boxster GTS sehr vermisst habe, der hier hat den Totwinkelassistent. Das heißt, hier diese 3 Schlitze, die leuchten dann rot auf, wenn einer im toten Winkel ist. Und das ist für mich wirklich ein Must-Have. Daran entscheidet sich, ob ich zum Beispiel ein Auto kaufen würde oder nicht. Ja, sonst über das Auto braucht man natürlich jetzt nicht viel mehr erzählen. Mit wenig Ausstattung. Es dreht sich einfach darum. Das ist für mich zum Beispiel auch, denke ich mal, ein klassischer Einstieg in die Porsche-Welt, einen gebrauchten Cayman oder Boxster zu holen in der Basisversion für einen relativ kleinen Preis. Wir reden jetzt hier ein bisschen mehr als 50.000 Euro. Für Porsche ist das wirklich nicht viel Geld, ne? Also die anderen Fahrzeuge, die ich gefahren habe, sind teilweise 3-mal so viel wert, sogar über 3-mal so viel wert. Wenn ich mich an den Taycan erinnere, 180.000 Euro. Das ist schon echt krass. Oder damals den Panamera Turbo SE Hybrid, 225.000 Euro. Ja, das sind einfach schon fast unerschwingliche Werte, sag ich mal, für normale Menschen. Wir sind da raus, ne? Das ist klar. Da muss man wirklich nochmal ganz andere Hemisphären arbeiten. Hier aber so ein kleiner Cayman, ich sag mal für 50.000 Euro in einem Porsche. Und es ist auch wirklich ein richtig lustiger Porsche. Er sieht unheimlich gut aus, er fährt sich unheimlich gut. Es ist ein tolles Auto. Und hier die Basisversion ist natürlich auch absolut daily-tauglich. Ich sagte schon, der Verbrauch ist human. Das ist wirklich eine feine Sache.
der Kleine hier auch. Also es ist schon wieder ordentlich, ne? 300 PS und natürlich aus diesem turbogeladenen 2-Liter-Motor noch mit richtig Drehmoment unten rum. Fühlt sich wesentlich kräftiger an als der 981er GTS, den ihr ja alle sehr gemocht habt. Ja, da dreht es sich um Sound. Hier dreht es sich natürlich nicht um Sound, aber ich sag mal so, auf der Autobahn, wenn man so unter 4000 Umdrehungen beschleunigt, ist der hier auf alle Fälle schneller, bin ich mir sicher. Und sonst tun die sich bestimmt auch nicht viel. Das war gerade einfach mal so ein bisschen Gas und zack, waren da schon wieder 180 auf dem Tacho. Das ist halt schon echt. Es ist der kleinste Porsche, der günstigste Porsche, es ist der Einstieg in die Marke und es ist halt trotzdem unheimlich schnell. Ja, das war die letzte Beschleunigung. Jetzt ist hier auf einmal gerade Baustelle angesagt. So ist das halt, wenn man die Autovideos dreht. Das kann halt auch mal vorkommen. Aber ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen, warum ich auch so einen kleinen Basis-Cayman mag und warum ich auch jedem empfehlen würde, der seinen ersten Porsche kaufen will, mal ruhig mit so einem kleinen anzufangen. Also nicht jedem fallen 100.000 € in den Shows und ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die auch sehr, sehr lange, sehr hart für 50.000 € arbeiten. Und ja, auch damit ist man wirklich super happy. Wir haben noch mal Glück. Ach, das ist so ein geiles Teil. Es bringt so Spaß. Es ist halt wirklich ein schnelles Auto. Darf das nicht unterschätzen, diese kleinen 2 Liter Vierzylinder, die sind wirklich witzig. Also in dem Sinne, ganz wichtig, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und der Hauptteil, über 90% von euch, guckt meine Videos ohne zu abonnieren. Das geht ja gar nicht, oder? Deswegen seid mal so freundlich, lasst ruhig ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!